Was geht ab, Leute? Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt und herzlich willkommen zu Starfield. Es geht weiter für mich. Also ich hatte euch ja in der letzten Folge gesagt, abends geht es für mich weiter, aber ich habe jetzt den nächsten Tag. Ist doch nichts geworden. Aber ich dachte mir, wir machen nochmal eine kleine Tour durch das Schiff, denn ich habe mir gestern spät abends, irgendwie so um 11:30, habe mir gedacht, ich will doch nochmal was ändern. Dementsprechend gucken wir es uns nochmal an. Also, ne, hier haben wir unser Cockpit. Ne, das leuchtet ein. Hier mit einer schönen Luke. Ich finde das geil, dass man die dicht machen kann. Dann habe ich hier jetzt doch das Wohnquartier hingesetzt. Hey, sehen Sie das? Okay, ich habe irgendein Achievement bekommen. Ich finde immer noch weird, es gibt nur ein Bett. Ich meine, ja, okay. Ne, das Schiff gehörte vorher Barrett. Der ist halt mit Vesco alleine gereist, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber kann man das eigentlich platzieren? Untersuchen? Ich kann es ablegen. Cool. Aber kann man... Wenn ich das... Ja, Moment mal. Wenn ich das vielleicht... So, wir machen das mal hier. Sonstiges. Jetzt... So, und... Oh, das ist ein bisschen zu weit. Ich will mittig sein. Lass mich mittig sein. So. Okay, wir versuchen es nochmal. Ja, wir fangen mit den wichtigen Sachen an. Fuck. Okay. Geh mal bis hierhin. Sarah rechts denkt sich wahrscheinlich auch gerade so, Bruder, was ist los mit dir? Und dich haben wir in die Constellation geholt. Ah, noch mal ein Stückchen. Das sieht doch besser aus. Das sieht doch besser aus. So, dann habe ich auch eine Idee für hier. Wir haben... Oder habe ich das verkauft? Nee, Kästchen mit Erde. Das ergibt doch Sinn. Schade. Das ergibt doch Sinn, das potenziell bei der Forschungsstation zu haben, ne? Weil man sich denkt, man möchte die gerne mal untersuchen. Noch mal ein Stückchen. Warum landet das jetzt rechts? What the fuck? Okay, ich habe keine Ahnung. Jetzt habe ich aus Versehen die Waffe gezogen. Hoppala. Weil wir versuchen es nochmal. What? Ich fühle mich verarscht. Ich fühle mich, als hätten wir einen leichten Rechtsdrall, wenn wir Sachen abwerfen. Das sieht doch gut aus. Ist jetzt zwar nicht gerade, aber okay. Haben wir potenziell noch was? Wir haben die Glücksstiefel-Schlüssel der Lodge. Die Schlüssel sollten wir wahrscheinlich behalten. Die Marke sollten wir auch behalten. Okay. Aber das heißt, man kann zumindest so ein bisschen dekorieren. Es wäre aber auch cool, wenn man das wirklich besser platzieren könnte. Ja, das wäre potenziell auch nice, da oben was drin zu haben. Komm, wir probieren's. Wir probieren's, aber wahrscheinlich sind wir da zu nah dran und der schmeißt das dann nach hinten oder so. Oh, oder so. Wahrscheinlich kommen wir nicht hoch genug, damit er das da drin platziert. Nee.
Schade. Na, Sarah, was geht ab? Wunder dich nicht, was ich hier so tue. Ja, das gehört alles so. Das muss alles sein. Scheiße. Jetzt kriege ich den da nicht mehr rauf, oder was? Jetzt schmeißt er ihn wieder gerade. Ich werde zum Fischstäbchen. Komm schon. Bah! Dann, wenn er ihn gerade schmeißen soll, schmeißt er ihn nicht gerade, aber wenn... Das ist Hass. Das ist einfach nur Hass. Dieser Baseball hasst mich. Jetzt packt er ihn wieder gerade. Warum packt er ihn jetzt gerade? Und jetzt wirft er ihn wieder schräg. Okay. Ein Stück nach hinten. Nein. Er ist nicht gerade, aber er steht. Und gerade reicht es, um mich glücklich zu machen. Ach ja, übrigens, Tour, ne? Also, da ist das Cockpit. Da habe ich hier jetzt doch die Wohnquartiere gesetzt. Da ist ja unsere Andockschleuse für Raumschiffe oder Stationen. Ich habe hier jetzt quasi so, ja, so ein Lagerraum. Der ursprüngliche Grund, warum ich das ändern wollte, war bei dem Dreier, bei der Forschungsstation, bei dem Dreierraum, saß, ich glaube, da ungefähr, saß jedes Mal Vesco. Und ich dachte mir, Digga, das geht mir auf den Sack, dass der scheiß Roboter da immer im Weg steht. Beziehungsweise im Weg sitzt. So, hier habe ich nochmal so ein Laderaum, ne, mit der Luke nach hinten. Das könnte ganz nice sein, wenn wir fliegen. Der Hurensohn ist leider immer noch dabei. Dann habe ich hier jetzt halt diesen Dreier-Technikraum. Interessanterweise ist aktuell aber Vesco nicht... Ich will ihn so erschießen, Alter. Irgendwann mache ich es auch. Ja, und hier nochmal mit einer Luke nach vorne. Wir können auch nochmal runtergehen. While we're here, it wouldn't hurt if we checked in at the lodge. How can I be of service, Captain? Ja, und so sieht's aus. Mit den Frachtcontainern, da mit den Streben an der Seite noch. Wir haben jetzt 4 Schubdüsen, die besser sind. Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, das war für Graph-Sprünge. Da haben wir auch noch mal einen... Ne, hier haben wir keinen Lagerraum mehr dran. Ja, das ist unser Schiff. Captain, do you require my assistance? Gerade nicht, mein Freund. Und dann würde ich sagen, ach, man hätte auch mit R direkt ins Cockpit können. Naja. Ja, aber es ist cooler, wenn man so reingeht, finde ich. Aha. Das ist nicht sein Ernst. Das ist nicht sein Ernst. Er sitzt ja jetzt sogar noch schlimmer als vorher. Da ist ein Sandwich. Wer hat sich denn hier ein Sandwich gemacht? Bitte. Hä, warum ist hier plötzlich Essen? Das ist ja voll nice. Hä? Warum
Warum sind hier jetzt plötzlich auch Sachen? Da war eben nichts. Okay. Keine Ahnung. Gut. Dann würde ich aber mal sagen, ich habe immer noch keine Ahnung. Eine Frage von deinem Heimat Version aktualisiert. Ah, das hat er jetzt. Okay. Ich wollte gerade sagen, ich habe immer noch keine Ahnung, was da ist, dass ich das untersuchen soll. Aber hey. Frag bei der Handelsaufsicht nach Percival. Warte mal, ich soll jetzt aber nicht hier danach fragen, ne? Ne, der war doch irgendwo, der war irgendwo anders. Okay, also. Begib dich zur UC. Das würde ich gerne mal gucken. Wir haben jetzt ja unser Schiff auch abgegradet. Also könnten wir mal gucken, dass wir unseren ersten richtigen Kampf in the Weltall machen, Alter. Beautiful day, nice Atlantis. Was geht da? Du bist ja so nervig. Und ich meinte nicht dich, Robsi. So. Schön. Ey, ich wünsche dir einen wunderschönen. Wie geht's dir? Wir verringern mal das Tempo. Alter, gut, dass da gerade kein Schiff im Fadenkreuz war. Das wäre ein bisschen nach hinten losgegangen, sag ich mal. Gut, also. Das ist unser Schiff, ne? Wir haben es ja ein bisschen abgegradet. Nice. Richtig nice. Was war das denn? Ich habe aus Versehen gerechtsklickt. Wäre da ein Schiff im Fadenkreuz gewesen, dann hätte es Probleme gegeben. So, wir füllen mal die Schilder auf. Lol, man kann sogar sehen, wenn jemand hier reinspringt. Da kam gerade ein Sprung. Dann haben wir noch zwei. Einen brauchen wir auf jeden Fall in Graph. Machen wir so. Und dann geht's ins Sonnensystem. Bip, 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 bip. Ich glaube, es wäre intelligent, nicht auf den Planeten zu zielen, wenn wir springen wollen. Wobei, ich habe keine Ahnung. Was geht denn hier ab? Oh, Vögel. Lol. Einfach Vögel. Kenne ich aus, The Expanse. Warte mal, Vögel. Dann bist du Jupiter? Sind wir beim Jupiter? Mars. Vögel ist beim Mars? Ah nee, Phobos ist glaube ich nicht Phoebe. Ich glaube, das ist nochmal was anderes. Wollten nämlich schon sagen, also Phoebe ist glaube ich woanders. Ist ja eigentlich Eis auf Merkur. Weißt du, was ich festgestellt habe? Es gibt tatsächlich Eis auf Merkur.
An die Polarkappen. Okay, dann schließen wir uns doch mal der UC Vigilance an. Müssen wir andöcken? Was passiert, wenn ich jetzt schieße? Einfach wow. Was wollt ihr von mir? Hoppala! Upsi! We did a little trolling. Ups! Ups! Kann man überhaupt? Ah, nee, das dachte ich mir gerade schon. Man kann gar nicht manuell andocken, ne? Ah. Das ist so schade. Wir rufen mal. Welcome, Captain. We've been expecting you. You're clear to dock at docking port 1. Alles klar, andocken. Ah, es wäre so cool, wenn man das selbst machen könnte. Docking complete. It's so satisfying seeing the hatches line up. Aufstehen. Ich hoffe, du bist gut versichert. Ach, Versicherung, Verschmicherung, sage ich immer. Dann müssten wir ja jetzt... Genau. UC Vigilance. Should I warm up the engines? Hello, Captain. Hallo. Fresco. Wache. Welcome aboard the UC Vigilance. Did you have So any stellt man questions sich before I vor. escort you to the commander? Ich habe aber die so hier, also spreche ich lieber mit dem Commander. Was kannst du mir über die UC Vigilance sagen? I'm not authorized to divulge information about this vessel. Suffice to say, it's one of the toughest ships in the UC's arsenal. Nee, du lagst nicht, du saßt. Der schaltet sich ab und sitzt dann da in seiner Embryostellung. Muss ich noch irgendwas wissen, bevor ich Commander Ikande treffe? Yeah, listen to him carefully. The commander's a one-and-done kind of officer. In other words, he hates to repeat himself. Other than that, just observe standard military decorum, and it should keep you from serving any time on the ship's cleaning detail. Ich zerleg dein Schiff gleich. Ich will loslegen. Understood? If you'd follow me, please. So, Zur you're the Begrüßung erst. vanguard that took down that terramorph on Tau City. Yes. You've made quite an impression around here. Everyone upstairs is talking about it. Damn, that must have been one hell of a firefight. I almost regret missing out on all the fun. Oh, Of ich bin course, zur Sache. we don't normally see that kind of action on the Vigilance, but we have our moments. Ja, Sir hat gerade auch ihr Moment. Ich glaube, die hat gerade ein All bisschen right, Vanguard, take the lift Aufmerksamkeit up to ops. nötig. Commander Akande should be waiting for you. Good luck. Alles klar. Alles wie ey. Yes? Wait, ich darf das einfach nehmen? Nice. I miss the sun on Jemison. Once I get time off, that's the first place I'm jumping. Ja, ich will nicht wieder nach New Temperature levels Atlantis. are bottoming out. Willst du mir etwas sagen, dass du frierst? Das war knapp. Wow, Alter. Habt ihr was dagegen, wenn ich euer Schiff kaper? Geht das? Ich hätte da gern ein neues Schiff. Ich könnte da was gebrauchen.
Da würde ich aber auch aufmerksam denken. Ja? Understandable? Hello. Hi. Wherever the Crimson Fleet go, we'll follow. Alles klärchen. Alles klar. Warte mal, geht's da raus? Nein. Doch. Wo geht's da hin? Wo bin ich denn jetzt? Ich bin auf der Brücke. Gesundheit. Boah, Alter! Ich will das Ding haben! Nein! Ich will das Ding haben! Das ist ja fucking awesome! Ich krieg einen harten. So. Hello. Kiwi Ikande, Alter. Erstmal mit den Kiwi there you reden. are. Commander Kibwe Ikande, UC System. Sag ich doch, Kiwi. Glad to have you aboard. I was beginning to think you were having second thoughts about Commander Tuala's offer. Nee. Ich verstehe mal nicht genau. UC SysDev, ist das eine Abteilung des UC Militärs? UC SysDev is a division of the UC Navy. While they handle big picture stuff, we deal specifically with pirates. Since you're already involved with the Vanguard, I don't have to underline how important your contribution will be to the security of our spaceways. Spaceways. Ja, wenn ich das richtig verstanden habe, sind wir hier, um der Crimson Fleet ein bisschen auf den Sack zu gehen. Also. It appears he's certainly picked the right person for the job. So, now that you're part of the team, allow me to introduce you to your new home. This is the Operations Center of the UC Vigilance, SysDef's nerve center dedicated to the destruction of the Crimson Fleet. Nice. Man braucht schon mehr als nur ein einziges Schiff, um meine ganze Flotte auszulöschen. Beeindruckendes Schiff, aber wofür braucht ihr mich? Wo befindet sich die Vigilance gerade? Was? Ich bin eben an ihr angedockt. Ich weiß, wo sie ist. Die Crimson Fleet waren doch einfach Piraten, oder? That's strange. According to your file, you've encountered them before. Ja. In Bethesda specifically. Du kennst They meine were Akte, du pirates that Arschloch. attacked your mining outpost. I'm surprised you don't remember. Ja, Fliegenhirn Peter nennt man mich auch. Wofür braucht ihr denn mich? Whether this ship is impressive or not, you're the key element that we've been lacking. We need eyes and ears inside the Crimson Fleet. Someone who can feed us information, evidence, and expose their weaknesses. The catch is that you can't just knock on their front door and ask for an application. Getting inside is going to take some finesse. Ihr wollt mich als Spion haben. Okay. Ich nehme an, du hast schon einen Plan. Mit Raffinesse allein macht man einen Piraten nicht auf sich aufmerksam. Ich ziehe einen direkteren Ansatz vor. Eigentlich schon. Du hast mich vermutlich ausgewählt, weil ich verzichtbar bin. Let's get one thing straight right now, soldier. I don't care if you're from the Vanguard, the Navy, or the technician that scrapes the carbon scoring of the engine nozzles. In my eyes, your past service no longer matters. You're now an agent of SysDef, meaning that it's my job to keep you alive. Mhm. Also, überzeugen. Bring mich in ein Zimmer mit ihnen, dann überrede ich sie zu allem. Ja. Good. I have just the right place for you to start. Our intelligence has managed to find a possible opening into the Crimson Fleet through Saoirse Bowden, one of their contacts. She works for the Trade Authority in Sidonia, so you'll be using a container of Aurora we've loaded on your ship to get her attention. Die Richterdrohung fällt wahrscheinlich aus einem Sektor Entfernung. Woher habt ihr den erstmal, was ist Aurora? Aurora is a Class A controlled substance that's illegal to transport outside of Neon, a city on Volai. Get caught with this stuff aboard a ship and you're looking at some serious fines.
Mhm. Woher habt ihr denn den That's Stoff? classified. Suffice to say that the smuggler who was previously holding it will be spending the rest of their life in prison. Mhm. Ja, machen wir das That's mal. right. So it'll be your job to convince this person that you're the real deal. Once you bluff your way into the Crimson Fleet, then the operation proceeds to evidence gathering. That's where my second-in-command, Lieutenant Gillian Toft, comes into the picture. She'll explain everything you need to know. Gillian Toft also. Okay. Ich soll überzeugen. Also bis jetzt, ich habe, glaube ich, jetzt 3-mal versucht, Leute zu überzeugen. Das hat noch nicht funktioniert. Ich glaube, ich bin tot, wenn du mich da reinschießt. Wenn das euer besser Plan ist, haben wir ein Problem. Du musst ja ganz schön von meinen Fähigkeiten überzeugt sein. Warum mühsam Beweise Let's sammeln? just say my superiors need proof that engaging the Crimson Fleet is a larger priority than they're willing to admit. If we shove enough concrete evidence under their noses, they'll have no choice but to allocate the resources that I've requested. At the same time, we can use the evidence to arrest members of the Crimson Fleet, weakening them enough to strike a fatal blow. Ich sag's jetzt nicht. Du musst ja ganz schön von meinen If I Fähigkeiten didn't have überzeugt sein. confidence in your abilities, I would have told Commander Tuala to send someone else. Remember, this entire operation rests on your ability to infiltrate the Crimson Fleet and bring us the evidence we Dann need to take them ist down. das gescheitert. Das ist Abbruch. Abbruch. die Mission ist jetzt schon gescheitert, mein Then Freund. you better learn to swim, because you're diving right into the deep end on this one. I've studied your profile. I know you can do this. I'm not about to throw away someone's life on a whim or a prayer. Just use your best judgment, trust your instincts, and watch your back. Ja, I okay. wouldn't expect any less. Look, before you begin, I want to make something perfectly clear. As an undercover operative for UC SysDef, you'll be expected to follow our code of conduct and ethics. Na Allow toll. yourself to stray too far off the path, and you stand a good chance of spiraling out of control. Was ist denn hier? Kannst du mir vielleicht den Verhaltensethik ja? To put it simply, you can't go into every situation with guns blazing. Warum nicht? Think before you act. Calculate what you're doing and pull the trigger only when it's absolutely necessary. At the end of the day, your primary goal is taking down the Crimson Fleet. That's the greater good. Ja, also ich sag's wie es ist. Ich betrete den Raum und ich überlege und ich denke mir, ich muss schießen. So, was meinen Sie mit zu weit vom Weg The abkommen? Crimson Fleet doesn't follow the rules. They only abide by one thing: money. All of their morals and social graces fall by the wayside in pursuit of their greed. At first glance, this can appear quite enticing, so I'm warning you not to get lured into their trap. Think you can handle that? Ja, ich werde mich nicht den Piraten anschließen, aber ich mache ja auch vieles nur wegen des Geld. Ich hab's nicht so mit Regeln und Vorschriften. Ich kann nichts versprechen. Ja, ich That's halt what I den wanted Kurs. to hear. Anyway, it's time to hand you over to Lieutenant Toft. She'll brief you about the details of the evidence-gathering portion of the operation. Now, get out of here, and good luck. Alles klar. Wie bleibe ich mit dir in Verbindung? That's easy to answer. You don't. We'll be Nice. monitoring your activities from the Vigilance and attempting to keep it within your vicinity. When you feel you've gathered enough evidence, and at the completion of your assignments, head back here for a debrief. Beyond that, you're completely on your own. Das ist schlecht. Doof. Hast du noch mehr Informationen über... Alter, was ist... Was? All we Wie know heißt is die? that she's been with the Trade Authority for years, which means she's been privy to some seriously shady deals. She's shrewd and she's diligent.
The only reason we were able to connect her with the Crimson Fleet at all was thanks to an informant. I'm afraid she's the best lead we've got. Aha. Was passiert denn, wenn ich verhaftet werde? For your own safety, nobody but myself and the crew of the Vigilance will be aware that you're working for the United Colonies. Ja, das dachte Basically, ich mir. if you land in jail, Bin ich am you're Arsch. going to have to deal with the fines. Jupp. Kannst du mir sagen, wie genau ich im Einsatz You wie ich were mich... saying you have permission to speak. Ich bin schon am Reden. While you're running with the Crimson Fleet, you're undoubtedly going to be faced with some morally gray decisions. It's going to be difficult for you to weigh the consequences of pulling the trigger while maintaining your cover. Do what you have to do, but remember why you're out there in the first place. Und wenn ich keine Wahl habe? Then you do what you have to do. The Crimson Fleet has the potential to kill hundreds, even thousands of people per year. If it takes a few deaths to maintain your cover, then so be it. But only as an absolutely final resort. This is not a licensed killing spree. Understood? Ja, also basically sagst du, ich soll die halt einfach machen lassen und mitmachen. Mal gucken, wie weit das geht, mein Freund. Irgendwann werde ich sagen, Schlussi, Schlussi. Ich kann meine Tarnung als Pirat nicht aufrechterhalten, ohne gegen das Gesetz zu That's verstoßen. why I expect you to constantly seek alternative means to overcome your obstacles, rather than blowing holes in them. Look, I can see that you're struggling with this. So let me simplify this for you. If there's a route to your goal which doesn't involve killing innocent people, I'm urging you to follow that path. Use your instincts. I'm certain you'll do the right thing. You have your orders. Ich habe vor 3 Tagen in der Mine gearbeitet. UC Vigilance Kommandostation. Phobos. Was Theorie? Temperatur, Kälte. Was? Gute Temperatur. Im Rahmen technischer Verbesserungen und zur Missionsplanung hält sich die Vigilance für längere Zeit im Sol-System auf. Das MEST ist darüber informiert. Schiffsinfo. UC Vigilance. UC System. Befehlshabender Offizier, Commander Kiwi Ikande. Erster Offizier, Lieutenant Julian Doft. Restzellen-Offizier Armin Petrosian. Alter. Okay, wer ist Doft? Du bist Doft. Hallo Doft. All right. We don't have a lot of time, so I need you to listen up. Okay. While you're working undercover, it's imperative that you gather as much evidence as possible. If you find any records that look suspicious or incriminating, you bring it to me. Is that understood? Das klingt relativ einfach. Warum braucht ihr physische Beweise? Since it isn't every day we stumble across a criminal's fully written confession, we need to build a case against our suspects. The more evidence we acquire, the stronger our case becomes. And knowing the Crimson Fleet, they'll leave plenty of evidence for you to find. Und wenn ich nichts finde? Scour every inch of wherever the Crimson Fleet sends you. Otherwise, you're wasting our time and risking your neck for nothing. Criminals are sloppy. Look hard enough and I'm certain you'll stumble across their mess. Mhm. Ja, falls ich überhaupt aufgenommen You werde. better make it, because Commander Akande cashed in all his chips to get this operation off the ground. I want data slates, computer downloads, handwritten notes. Hell, I'll take anything if it'll get those bastards thrown into the brig. Mhm. Sicherheit, wenn es belastende Beweise gibt, dann finde ich sie. Klingt, als wäre es auf einem persönlichen Rachefeldzug gegen die Crimson Fleet. Ich versuche nur, meine Aufgabe zu verstehen. Da habe ich wohl einen Nerv getroffen. It's not you, it's the Crimson Fleet. That minor skirmish you had with them on Vectera was nothing compared to the death and destruction those pirates leave behind. If you've seen what I've seen, you'd understand why I'm pushing you so hard.
Willst du darüber reden? What? No, Schade. it's personal. It has nothing to do with you. Just stick to the mission and you'll be fine. Ich bringe euch so viele Beweise wie ich That's all finde, we're I asking. guess. Oh, before you go, there's one more thing. Ja. Commander Akande has authorized a credit disbursement for each piece of evidence that you return, as compensation for your efforts. Nice. Dann suche ich sehr viel, Alter. Warum seid ihr für eine militärische Operation Credits? Hm? Well, that's just it. You're not career military, are you? And speaking frankly, you're completely out of pocket during this operation. You'll be paying for your own supplies and other unexpected incidentals. So, if I were you, I'd stop asking questions and accept the compensation. Okay. Sehr It's großzügig. not generous, it's motivational. Commander Akande's idea. All right. We've loaded a container of Aurora into your ship's cargo hold. We're also providing you with a sample you can use to tease the goods. We've cleared your ship for launch. Proceed to Sidonia. Make contact with Saoirse Bowden. And with any luck, she'll point you to the Crimson Fleet. That should do it. You're dismissed. Was passiert, wenn ich mit dem Container voller Aurora im Frachtraum erwischt werde? Don't worry, the container's been registered with UC Security, so you shouldn't have any trouble. Even if you're scanned. Of course, if we find out you tried to sell it to someone outside the boundaries of this particular operation, well, I don't think I need to tell you the consequences of making that mistake. Was passiert mit den Leuten, die ihr We'll verhaftet? be keeping them close at hand until this operation is complete. So, we'll be holding them in the Vigilance's brig. If you're feeling particularly ruthless, you could always head down there and say hello. I'm sure they'll be thrilled to see you. Willst du... Wir können es ja noch mal versuchen. Not really, no. I've learned to keep my personal experiences separate from the job. Aha. Ich achte deine Privatsphäre, wenn du es dir fühlst du dich hinterher sicher besser. Du weißt mehr über mich als ich über dich. Seltsam. Oh, du kannst verdammt gut ausweichen. Ja, okay. Don't get me wrong. I appreciate that you care. It's just that I don't feel like now's an appropriate time to be discussing these things. Let's just stick to the job at hand and concentrate on the mission. But, maybe we can talk about it some other time, okay? Das klingt doch nach einem Plan. We'll Lütter. be here if you need us. Okay. Ist alles okay? What? Okay, anscheinend ist alles okay. Wie er instant... Howdy, Alter! Ich mag Leute, die Howdy sagen. Die instant einfach darauf antwortet, dass ich ihn frage, ob alles okay ist. Einfach so, ja. Ist alles, ja. Passt alles. Wo geht's denn hier hin? Du hast einen Namen. Geh mal weg, Alter. Hallo, Sarah. I don't know about you. Naja. Beständig werde mir dein Vertrauen verdienen. Was meinst du damit? People who work undercover, they're sneaky by nature. Hard to read. When I fly, I want someone beside me who I can predict. Boxes by the Marquess of Queensbury rules. But you're a southpaw. A wild card. Das kann gut sein. Wir geben mir mal das verständlich. That isn't it. We've got plenty of green pilots picked right from the academy. But yours happened to come from a different farm. Vanguard. But if Commander Ikande says you're Sistef, then you are one of us. For now. Bist du Pilot? You guessed it. In fact, I'd say you've got what linguistic experts call FOGO. A firm grasp of the obvious. But I'm not just any pilot. I'm the best. And I've got the kills to prove it. Ich könnte dich bestimmt locker übertreffen. Also das Offensichtliche nicht nur, ich habe es im Würgegriff. Was, Alter?
Schön, dass du auf meiner You got Seite. some set of manners, kid. The fleet are gonna eat you up. Das werden wir sehen. Wie bist du zur SysDev Long gekommen? story. I got my start in the academy and made a name for myself hunting the Crimson Fleet. I eventually got recruited to do test flights on a star station orbiting Lloyden's Rock. Me and 3 other Archangel pilots did some work on some extremely dangerous prototypes. But I called in a few favors and got back home with SysDev. Someone with my talents needs to be here, where the action is. Und wo hast du fliegen I cut gelernt? my teeth on space trucks, believe it or not. Before I got my stripes, I was just another cargo hauler trying to earn an honest wage. But after a couple slick escapes, I got recruited to the academy and went from dodging pirates to hunting them. Thing is, some of my best tricks were with a big rig. Ever try a pitchback with a Hope Tech truck with 2 fleet wraiths on your tail? Compared to that, Klar. doing it with a military fighter is a piece of cake. Habe ich alles schon gemacht, 3-mal. Ein Ladergator. Dockingschleuse Computer. Dockingschleuse 2. Unbesetzt bereit. Nur autorisierte Schiffe der UC. Dockingschleuse 4. Nichts los. Okay. Hey, Hi. hey. Hi. SysDef Marines are the best of the best. Was haben wir hier? Alles unbesetzt. Wo geht's denn hier noch hin? Tür verriegelt. Computer erforderlich. Schade. Okay, hello. Hallo? Lieutenant Toft is as organized as they come. You can be sure she'll keep our T's crossed and guns loaded. Ah, Commander. Schön, Sie wiederzutreffen. Unzugänglich. Interrogation Room. Aha. Some of the guards don't take kindly to the prisoners. Ach, das ist... Try to maintain some decorum. Das sind die Zellen. Welcome to the brig. As a member of SysDef, you may talk with the prisoners as long as you are mindful of operation security. As a personal rule, I simply ask that you adhere to UC Navy standards of cleanliness at all times. That means no mud on your boots, your hands are washed, and you are free of any contagious diseases. Das kann ich nicht versprechen. Tut mir leid, dir das zu sagen, aber ich bin ein kleiner Schmutzing. Bei mir muss immer alles sauber und ordentlich sein, also ist das kein Problem. Finde ich ein bisschen übertrieben, aber ich werde es versuchen. Warum ist Sauberkeit so wichtig? Besides the fact that it's healthier, a sanitary brig is important for station security. In my experience, a prisoner will hide a shiv under a flake of dust if you let them. The cleaner a space is, the easier it is to spot irregularities, both inside the cell and out. Excellent. And all that being said, I understand your mission directive might call for flexibility on my part. So if you need to be a rum-drinking, swashbuckling pirate to do your job, then I will do my best to clean up after you. Wie werden die Gefangenen behandelt? That's a loaded question. We err on the side of caution here, short of any physical abuse. But with the Crimson Fleet, you have to be very careful. If you give them an inch, they'll take a parsec and find a way to stab you with it. Tu, was du tun musst. Piraten verdienen keine Gnade. Von der Sicherheit abgesehen sollten wir versuchen, alles so human wie möglich zu halten. Gute Einstellung. Sicherheit sollte oberste Priorität haben. Gibt es böses Blut zwischen den Wachen und den Gefangenen? Ja, wahrscheinlich, yes. ja. There's a lot of bad blood with the fleet, stretching across generations, myself included. Sometimes that blood spills over. As long as there's no actual fighting, I tend to let both sides dish it out. That's the idea. We will always err on the side of security, given the choice. But I'll be the first to admit it's not an exact science, and we've made mistakes in the past with both the carrot and the stick. As chief officer of this brig, my worst fear is that we'll someday repeat them. Aha.
Welche Art von Gefangenen kommen in den The Arrest? cells you see here are for captured pirates and prisoners of war. If you apprehend any pirates during the course of your missions, they'll be detained here. Das dachte ich mir schon. Was, wenn die Gefangenen versuchen zu fliehen? Welche Verteidigung haben We wir? have multiple turrets attached to the ceiling. If you've met Ensign Betty, she's personally calibrated them to ensure they cover the entire area. That being said, firing the turrets should be considered a last resort. Aha. Und wie stehst du zu Commander Ikande? He's a good man, singularly focused when it comes to the fleet. But that's not to say he doesn't care about his crew. I can tell you a story as an example if you'd like to hear it. Ja. So, I'm a bit of a workaholic, and I forget to take breaks. One day, Commander Ikande passes by the brig and sees me at my desk. He takes one look at my haggard face and says, "Officer, I'm headed to the mess hall. If you're not with me in 15 minutes, your services will no longer be required on my ship." I tried to protest, but he was dead serious. So I went. We had lunch, talked about old times, and I went back to the brig, refreshed and ready to work. It's little things like that. You can see he pays attention, and that he cares about the people, not just the work. Mhm. Das ist gut As zu you wissen. were. Darf ich mir das mal angucken? Den Arrestzellen-Computer. Arrestprotokolle. Bei den Arrestzellen der Vigilance handelt es sich um eine Hochsicherheitseinrichtung für verurteilte Piraten und solche in Untersuchungshaft. Wir sorgen für die Sicherheit und den Transport aller Gefangenen der United Colonies in die Strafanstalten. Das Arrestpersonal ist unter Leitung von Commander Ikande und den leitenden Offizieren für die Umsetzung dieser Anweisungen verantwortlich. Transferprotokolle. Gefangene müssen beim Transport Handschellen tragen und bewacht werden. Für Hochsicherheitszellen bestimmte Gefangene können zusätzliche Maßnahmen erfordern. Was? Für Hochsicherheitszellen bestimmte Gefangene... Ach so, okay. Jetzt habe ich den Satz verstanden. Auf angemessene Anfragen der Gefangenen darf eingegangen werden. Schwächere Fesseln und angenehmere Sitzgelegenheiten sind auf Anfrage möglich. Um Gefangene in die Strafanstalten zu verlegen, greifen die United Colonies für gewöhnlich auf Daimos-Schiffe mittlerer Größe zurück. Warum zieht er plötzlich seine Waffe, Alter? Aha, da ist Licht aus. Boah, ich sag's wie es ist, da hätte ich ja richtig Bock drauf, da auf Toilette zu scheißen, während mich alle dabei angucken können, Alter. Da hätte ich ja... Boah, hätte ich da Bock drauf. Gib mir mal aus dem Weg, danke. Okay. Dann gehen wir mal wieder auf unser Schiff jetzt. Dockingschleuse. Besetzt, autorisiert. Captain Gideon. Mein Schiff. Na, Vesco? Captain. Alles gut hier? Travel safely. Sieht so aus.